Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein leckeres One-Pot-Pasta-Rezept, dieses Mal mit Blattspinat, Feta-Käse und getrockneten Tomaten. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Nebenbei bereiten wir noch die restlichen Zutaten vor. 300 Gramm Blattspinat aus dem Froster holen und bereitstellen. Außerdem ein Glas in Öl eingelegte getrocknete Tomaten in feine Streifen schneiden. Und jetzt können wir auch schon alles in die Pfanne geben. 500 Gramm ungekochte Nudeln. Ich habe mich für Fusilli entschieden, nehmt aber gerne, was immer ihr da habt. Außerdem den Blattspinat, die getrockneten Tomaten und 2 Teelöffel Salz dazugeben und zum Schluss noch 1 Liter Wasser. Danach alles einmal gut umrühren, die One-Pot-Pasta zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel bei niedriger bis mittlerer Hitze für 10 bis 12 Minuten sanft köcheln lassen, bis die Nudeln gar sind. Nebenbei röste ich noch eine Hand Pinienkerne an. Das wollte ich eigentlich zuallererst in der anderen Pfanne gemacht haben, habe ich leider vergessen. Jetzt stelle ich eine zweite Pfanne dafür auf, die Kerne bei niedriger bis mittlerer Hitze kurz anrösten, gelegentlich durchrütteln und dann vom Herd ziehen bzw. aus der Pfanne nehmen. Die One-Pot-Pasta zwischendurch immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Zum Schluss kommen dann die angerösteten Pinienkerne dazu, außerdem 100 Milliliter Sahne dazu gießen und jetzt noch ein Stück Feta-Käse oder Hirtenkäse dazugeben, einfach in die Pfanne bröseln, dann alles einmal gut umrühren, den Feta in der heißen Pfanne schmelzen lassen und danach die One-Pot-Pasta nur noch mit gegebenenfalls etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer sowie etwas Abrieb einer unbehandelten Zitrone abschmecken. Dann sind wir fertig. Die One-Pot-Pasta auf tiefen Tellern verteilen und servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.